when I came from India, and a lot of people say, so in India you have cars. And I was like, yeah. Ich denke, unter Rassismus wird allgemein verstanden, so habe ich es zumindest gesehen, dass man Leute, mit schwarzer oder weißer Hautfarbe unterschiedlich behandelt und nicht, gleichberechtigt nebeneinander sieht. Ein großes System oder als ein Konzept zu verstehen, bei dem Schwarze und People of Color benachteiligt werden, beziehungsweise unter diesem System, ja, ich sag mal, leiden oder unterdrückt werden und weiße Menschen von diesem System profitieren. Weiße Überlegenheit gegenüber People of Color und dementsprechend das Ausnutzen der Machtposition. Not having the same opportunities just because where you come from or how you look. Diskriminierung gegenüber Menschen, die quasi nicht die weiße Hautfarbe tragen. Also sprich Menschen mit anderen ethnischen Hintergründen, die aufgrund dessen auf eine ganz schlimme Art und Weise diskriminiert werden bis hin zum Tod. Also ich unterscheide mich letztendlich vom Inneren ja nicht von den anderen. Optisch ja, aber vom Inneren sind wir ja letztendlich alle gleich. Es wird kein Mensch als Rassist geboren. Verschiedene Unterscheidungspraktiken und die Herstellung sozialer Ungleichheit aufgrund definierter Merkmale. Das kann sich auf die Hautfarbe beziehen, das kann sich auf die soziale Herkunft beziehen, das kann sich auf den sozioökonomischen Status beziehen. Das ist für mich einfach allgemeine Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit. Letztendlich stammen wir alle von derselben Rasse und das ist die Rasse Mensch. Und ich weiß halt nicht, warum es bestimmte Menschen gibt, die quasi Probleme suchen, wo keine Probleme sind. Racism is just not the color inequality. You know, people say, oh, racism is about black, white, I don't know, yellow. I come from India, so it's brown. I think racism is every kind of inequality. Coming from India, I feel that there is a different way of people looking at me and judging me, and there are a lot of stereotypical assumptions regarding people from different countries, and I think that's very wrong. Auch schon sein kann, so eine Frage, wo kommen Sie denn her? Zwei Arten von Rassismus, würde ich sagen, gibt. Diese eine Sache, wo man halt jemanden nach dem Aussehen irgendwie beurteilt, ob positiv oder negativ, ist jetzt erstmal egal, aber ich sehe jemanden und ich denke gleich in Stereotypen über die Person. Und das andere, würde ich sagen, ist eher so struktureller Rassismus und das ist halt meistens, also halt immer eigentlich so gewichtet, dass halt die Mehrheitsgesellschaft da besser dasteht als alle anderen. Eine systematische Benachteiligung und Unterdrückung von Personengruppen, welche anhand von optischen, religiösen Ungleichbehandlung, auch in Form von Diskriminierung aufgrund von irgendwelchen äußeren ethnischen Merkmalen. Das kann am Ende tatsächlich zu Rassismus. Rassismus kann zu Hass und Gewalt und führen, ist letztendlich eine Gefahr für unsere Demokratie.